Das ist das Südkap in Norwegen. Und das da vorne, das bin ich. Endlich angekommen, nach einem gefühlt endlosen Tag auf dem Motorrad. Was war das ein Ritt heute? Zuerst vom Rheinland rauf nach Dänemark und dann rüber nach Norwegen. Es ist Tag 1 meiner Reise an eines meiner Traumziele, seit ich vor 11 Jahren mit dem Motorradfahren angefangen habe. Das Nordkap. Fast hätte ich sogar die Fähre nach Norwegen verpasst, denn ich Glücklicher muss natürlich in den einzigen Stau in ganz Dänemark geraten. Aber Dänemark hat sich revanchiert. Denn während der Überfahrt über den sonst so gefürchteten Skagerrak hatten wir eine absolut spiegelglatte See. Da hört man von anderen Leuten ganz andere Geschichten. Nach wochenlanger Planung bin ich jetzt endlich unterwegs. Und euch nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich habe diese Reise im Spätsommer 2020 unternommen. So blöd das jetzt klingt, aber der Zeitpunkt war trotz Corona eigentlich ideal. Es sind kaum Touristen unterwegs, ich bin sowieso alleine unterwegs, bin an der frischen Luft und zelte, wann immer es geht, draußen im Fjell. Man könnte also sagen, in gewisser Weise bin ich ganz Corona-konform unterwegs. Wenn ihr es euch dann bequem gemacht habt, würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Sind ja auch nur 2518 Kilometer. Auf dem direkten Weg wohlgemerkt. Aber, wer nimmt denn schon den direkten Weg? Im ersten Teil reisen wir durch den dicht besiedelten Süden Norwegens. Vom Startpunkt am Südkap aus geht es erst rauf an den Lysefjord und später zu einigen der Sehenswürdigkeiten Norwegens. Allerdings mal aus einer etwas anderen Perspektive. Wo könnte man eine Reise besser starten als am genauen Gegenteil des Zielortes? Vom südlichsten Landzipfel Norwegens rauf an den nördlichsten. Zwar bin ich hier dank Corona fast für mich alleine, das allerdings bringt ein ganz großes Problem mit sich, denn das Verhältnis Menschen zu Mücken hat sich nicht gerade zum Vorteil der Menschen entwickelt. Als ich abends komplett fertig in meinem Zelt liege, werde ich deswegen von ca. 50 Millionen kleinen Kriebelmücken heimgesucht. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, am nächsten Tag sehe ich aus wie ein Streuselbrötchen. Aber erstmal mache ich auf meinem kleinen Feldherrenhügel Feierabend. Der restliche Campingplatz schläft noch, als ich am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang bereits wieder auf den Beinen bin. Da ich heute in eine absolute touristische Hochburg fahre, möchte ich möglichst früh unterwegs sein. Bevor man in den wilden Norden Norwegens gelangt, muss man leider notgedrungen auch durch den sehr touristisch geprägten Süden. Mein erstes Etappenziel an diesem Tag ist daher die kleine Ortschaft Lysebotn am gleichnamigen Fjord. Unterwegs zeigt sich mir Norwegen bereits jetzt schon genau so, wie man es im Katalog erwarten würde. Die Straße führt immer wieder durch grüne Täler, über sanfte Hügel, hin und wieder auch mal durch einen Tunnel, aber die meiste Zeit einfach nur am Wasser entlang. Wollt ihr nach Lysebotn, dann habt ihr exakt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr setzt mit der Fähre über den Fjord über oder ihr macht es wie ich und nehmt die Straße durch die Berge. Zurück will ich dann die Fähre über den Fjord nehmen. Die FV 500, denn so heißt die Straße nach Lysebotn, ist eine klassische norwegische Gebirgsstraße. Sie ist eng, sie ist steil und sie ist kurvig. Für Motorradfahrer absolut ideal, ich habe traumhaftes Wetter und deswegen ist diese Strecke an diesem Tag für mich persönlich auch das absolute Highlight.
Den Abschluss bilden dann gleich 27 Haarnadelkurven, mit denen ihr die insgesamt 1000 Meter Höhenunterschied zum Fjord ausgleicht. Wenn ihr also mal in der Gegend seid, dann sollte diese Straße auch auf jeden Fall auf eurer Liste stehen. Im Tal wartet auch bereits die Fähre, um den Hobel und mich zurück über den Fjord zu schippern. Spätestens hier ist man wieder nur ein Tourist unter Hunderten, denn die Fähre ist vollgepackt mit Deutschen. Bei dem Wetter ist die Überfahrt mit der Fähre ein einziger Genuss. Zusätzlich kommt die Fähre aber jetzt auch an zwei der wohl berühmtesten Attraktionen Norwegens vorbei: dem Chirag und dem Preikestolen. Der Chirag ist dieser berühmte, zwischen zwei Felsen eingeklemmte riesige Kieselstein, kennt ihr bestimmt. Man kann sogar mit dem Teleobjektiv von hier unten noch erkennen, dass sich genau in diesem Moment irgendein mutiger Mensch auf den Stein gewagt hat und jetzt knapp 1000 Meter tief in den Abgrund blickt. Auch der Preikestolen ist sicherlich nicht nur Vikings-Fans bekannt. Über 600 Meter über dem Fjord sieht man auch hier von unten wieder mutige Leute, die den Blick über die Kante wagen. Ich will an dieser Stelle auch nicht lügen, ich wäre gerne einer dieser mutigen Menschen gewesen, aber es hat mittlerweile knackige 32 Grad, ich bin in einer Motorradkombi unterwegs, die nicht gerade für Gebirgswanderungen ausgelegt ist und deswegen muss ich bei diesen beiden Sehenswürdigkeiten leider passen. Aber als Trost habe ich sie aus einer Perspektive zu sehen bekommen, wie sie die meisten Norwegen-Urlauber wahrscheinlich nicht sehen. Es ist mittlerweile schon früher Abend und ich bin von den Temperaturen in der Motorradkombi auch ein wenig fertig. Deswegen mache ich mich jetzt auf die Suche nach einem Platz zum Übernachten. Da die Gegend hier sehr dicht besiedelt ist, wird es leider notgedrungen wieder mal ein Campingplatz. Dafür liegt dieser Campingplatz aber strategisch günstig an genau der Straße, mit der ich morgen meine Reise fortsetzen möchte, der Refylke-Wegen. Bevor es für mich in den Schlafsack geht, folgt aber noch die Erkenntnis des Tages. Und so hört sich in Norwegen eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% an. Im nächsten Teil folge ich einer Panoramastraße tiefer ins Herz Norwegens, um abends hoch oben beim Wildcampen in den Bergen nähere Bekanntschaft mit tierischen Einheimischen zu machen. In 14 Tagen geht es dann weiter mit Teil 2 meiner Reise ans Nordkap. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like oder einen Kommentar da und ansonsten bis zum nächsten Mal.